Ach, hast du ihn schon gefunden, unseren neuen? Nee, nee. Das ist er nicht. Aber auch nicht schlecht, ne? Die lange Wurst. Ich finde den gut. Wir möchten erstmal vorab eine kleine Einleitung machen. Warum wir uns für den Hümer Crossover entschieden haben. War ja lange geplant, für die, die es nicht wissen, schon vor 2 Jahren. Im Endeffekt sind wir jetzt 2 Jahre verspätet. Haben ihn gefunden, 2 Jahre alt, 2600 und ein paar zerquetschte Kilometer runter. Nicht schlecht, ne? V6, also 6 Zylinder. Ja, ich bin mir treu geblieben. Es ist ein 6-Zylinder. So, haben wir gemacht, haben zugeschlagen. Ist jetzt nicht genau das, wie wir es uns vorgestellt haben oder lange geplant haben. Wir sind ja dann, weil es nicht geklappt hat, es hatten ja mehrere dieses Problem. Sie hatten den Crossover bestellt und er war nicht mehr lieferbar in der 6-Zylinder-Version. Dann sind wir ein Hümer MLT 580 gefahren, war super, aber irgendwie ist er uns nie aus dem Kopf gegangen. Und wie und warum wir uns auch damals dafür entschieden haben, erzählen wir euch gleich so ein bisschen. Es gibt ja keine Konkurrenz zum Hümer MLT. Wir haben gesessen, geforscht, gemacht. Es ist Lithium drin, es ist eine Dieselheizung drin, Kompressorkühlschrank. Die Betten sind für uns optimal. Es ist der Sprinter drunter. Das waren ja alles diese Voraussetzungen, die wir hatten. Allrad sollte es sein. Und na gut, wollen wir jetzt mal hingehen endlich? Ja, wir können noch schnell mal rüberschauen. Ja, genau. Das ist hier der Stellplatz, gleich neben dem Wohnmobilhändler in Handewitt. Und das ist hier der Autohof Handewitt. Ne? Und hier ist alles auf der Nordroute, was hier so rumfährt, die kommen hier auch gerne mal vorbei. Ne? Ja. Das ist unterteilt in LKW und Wohnmobile. Und jetzt suchen wir mal den Crossover. Einen Schlüssel hast du ja schon. Den habe ich. Und dann fährst du ihn mal ein bisschen vor. Du darfst fahren. Also wir sind total aufgeregt. Und es gibt auch eine Geschichte noch dazu, warum wir wieder angefangen haben, nach dem Crossover zu suchen als 6-Zylinder. Wir waren auf Römm und da hatte uns jemand gegrüßt. Hallo, hallo, hallo. Ich kenne euch doch, ich kenne eure Filme. Und was fährt der gute Mensch? Ein Crossover. Da habe ich so mit meinen sandigen Füßen, ich durfte da reingehen. Und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich komme da so rein in die Sitzgruppe und hatte das Gefühl, ich fühle mich hier zu Hause. Das in Handewitt? Nein, in dem Crossover. Ach so, okay. So. Carrado, Bürstner. Aber um nochmal auf die Konkurrenz zu kommen, es ist wirklich eigentlich schade, finden wir, ne? Dass es kein Pendant dazu ja, gibt. Keinen echten Mitbewerber. Ja, das finde ich schade. Das wäre gut, vielleicht dann auch so ein bisschen, ne, Preis, dass man so ein bisschen dann auch so im Wettbewerb den Preis, ja, dass es dann so ein bisschen Kampf gibt und wer hat den besseren und günstiger und das wäre nicht schlecht. Da ist er. Geht er auf? Ja. Schön, ne? Guck mal, schön ist doch auch das Schild hier. Ja. Dieses Fahrzeug ist verkauft. Ja, ist schon der Hammer. 2600 Kilometer, nur 2 Jahre alt und fast genauso, wie wir ihn uns damals ausgesucht haben. Der hatte noch die Lederausstattung und schon und ein Fernseher hängt. Das ist damals, ja. Aber ist nicht so schlimm. Das war uns jetzt... Nee, der musste schließen, er hat keine Zentrale. Ach, das kann... Ui. Jetzt kennen wir ja schon alles, dadurch, dass wir ja den 580er hatten. So, kennen wir auch. Rein in die gute Kiste. Oh, guck mal. Platz. Ich bin doch etwas sprachlos. Ja, warte, ich muss erst mal... Gucke. Ja. Ist wirklich so ein Gefühl, als ob man wieder zurückgekommen ist. Ne? Ja, das ist es ja. Lange geplant, vor 3 Jahren im Endeffekt. Bertel hat 2 Jahre gebraucht, um mich überhaupt für einen Hümer MLT zu überreden.
haben wir die ja noch gar nicht angeguckt hier. Die sehen ja gut aus. Noch alles. Das sieht sowieso alles gut Guck aus. mal, das sieht alles aus wie neu. Ja. Die haben uns noch gar nicht angeguckt. Ist alles ein bisschen verstaubt, weil er lange stand. Genau. Wird ja noch schön geputzt. Das ist ja, ne, jetzt mit unserem Rudi, dem CS-Kastenwagen 5,93 Meter. Das ist auch gut, dass wir das gemacht haben. Alles, was dann kommt und über 6,5 Meter ist riesig. Ich komme mir vor wie in einem riesigen Wohnmobil. Na gut, die Stoff ist so ein grober Stoff, aber wir machen ja dann, wenn wir das Fahrzeug haben und dann auch mal ein bisschen rumfahren, dann machen wir mal eine richtige Roomtour und zeigen euch alles. Ja, Roomtour kommt, logisch. Ne? Aber was mir halt immer am Crossover besser gefallen hat, ist aber auch Geschmackssache. Ist echt Geschmackssache. Das ist, dass hier eben noch die schwarze Folie noch mit auf den Schränken, Oberschränken ist zum Teil, ja genau. Doch, Ja klar, die sind ja. ja Dass so ein bisschen Abwechslung stattfindet. Zu dem bräunlichen. Weißt, ich gucke ja auch immer so, ne, außer Staub ist hier nichts großartig. Nee, das ist halt noch alles ein bisschen. Der kommt ja jetzt gerade von Mercedes und war bei der Inspektion. Oder Ja, sie. und Rückrufe, ne? Und Rückrufe. Kennen wir. Also, nochmal dazu. Warum, weswegen, weshalb wir wieder zurückgekommen sind. Wir kennen die Macken. Wir kennen die Macken beim Hümer. Wir haben gesagt, wir können damit leben. Es gefällt uns trotzdem. Aber die Vorteile überwiegen. Und das ist bei uns ganz wichtig gewesen, jetzt auch wieder bei der Suche. Es ist ja auch einmal ein bestimmtes Budget, was wir uns vorgestellt haben, bis dahin und nicht höher. Was hätten wir damals bezahlt? Ich glaube 138.000. 138,5, das war 21. 21. So, da wisst ihr schon mal Bescheid. Das war so damals unsere Grenze. Mehr wollten wir nicht machen nach dem Hausverkauf. Und er sagt, das können wir uns leisten. Und es ist alles drin, alles dran. Einsteigen, sich noch so ein bisschen halt das Fahrzeug gestalten, wie man möchte. Ne? Was weiß ich, mit farblichen Akzenten. Aber na gut, das kommt noch alles. Ich will jetzt auch gleich noch ein bisschen ausmessen. Naja, und wie gesagt, auch die Bettenlänge. Wir kommen damit klar. Aber erzählen wir alles irgendwann mal später im Video. Irgendwas habe ich doch vergessen. Ja, natürlich. Ja, das Wichtigste. Ja, passt auf. Wir haben ja dann den 580er gefahren. Ja. Ein gutes halbes Jahr. Und da hatte ich immer das Problem, der Hümer, das zeigen wir euch auf jeden Fall mal, der Hümer. Das ist die Arbeitsplattenverbreiterung. Die ist riesenhaft, kann 5 Kilo maximal tragen und ich koche gern. Das heißt also, ich habe den Herd oben, das habe ich dann unten. Bertel sitzt da am Tisch. Wenn es regnet zum Beispiel, kann ich ihn nicht rausschmeißen, dass ich da schnipple. Hier habe ich also Schnippel, 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 Koch, 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 Koch. Wo kann ich mal Tomaten abwaschen? Im Bad, mach schnell. Wüt, wüt, wüt. Tomaten abwaschen, Paprikaschoten abwaschen und so. Tür auf, Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür auf, Tür zu. Oh, ich bin aufgeregt. Und jetzt haben wir, der MLT 580 hat hier eine Tür. Und wir haben eine Schiebetür. Im 570er Cross. Ja, und das passt besser zu unserem unserer Lebensform im Wohnmobil. Genau. Klar. Perfekt. Schwenkbad. Ich fange schon an zu stottern. Ne? Ja, Schwenkbad, keine separate Dusche. Wie gesagt, Roomtour folgt. Jetzt haben wir einen großen Kühlschrank, haben da drunter ein Fach und Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank. Ja. Schon drin. Der damalige MLT 580 hatte noch den Absorber. Das war der alte, ja. Genau. Die alte Serie, sagen wir es so. Hier hake ich jetzt mal ein, nach unserem Film, alles auf Anfang. Also wer so die ganze Geschichte wissen möchte, alles auf Anfang. Am Anfang, da ist Rudi, unser jetziger Kastenwagen, abgebildet und der Crossover am Strand. Und da haben wir ja so ein bisschen die Geschichte erzählt, warum, weswegen, weshalb. Ja, der MLT, wie gesagt, der hatte ja damals den Absorberkühlschrank. Wir haben den uns umbauen lassen. Das heißt, wir hatten einen kürzeren Kompressorkühlschrank uns einbauen lassen und ein Fach darunter, weil wir im Wohnmobil leben möchten oder wollten, ja. Für Bettwäsche, Handtücher und so weiter und so fort. Der Vorteil beim Crossover, warum wir ihn auch ausgesucht haben, die Aufteilung im Crossover ist etwas anders als im Hümer MLT 580. Und für mich wichtig, dass ich Stauraum auch von innen habe, genügend.
um in einem Wohnmobil zu leben. Und da Ja. gibt es nämlich auf der Fahrerseite hinterm Bad noch einen Schrank. Und den hat der MLT 580 nicht. Genau, der hat den Schrank weniger, dafür hat er das größere Bad. Genau. Von der Länge her größer, Genau. wegen der separaten Genau. Dusche. Und wir hatten vorher nur den einen im MLT. Den. Ein Riesending. Ein Riesending. Da kommt wieder mein Staubsauger rein für 36 €. Und alles gut. Hier könnt ihr mal reinschauen. Ne? Ja, und da passt viel Ansonsten, rein. die Fahrzeuge sind sich schon sehr ähnlich. Ja, natürlich. Logisch, keine Frage. Naja, bei uns war halt auch, guck mal, der Riesenschrank hier. Ne? Bei uns war halt auch der Hintergrund, es sollte unbedingt der Sechszylinder sein. Ja, genau. Ne? genau. Der neue MLT. Es geht weg vom biederen Holzlook hin zu Grautönen. Also der Wagen entwickelt sich, der MLT wird neu aufgelegt und entwickelt sich, ja, sage ich mal, zum Venture hin. Ne? Ja, Venture S. genau. Also Fazit, es gibt einen neuen MLT. Ja. Noch ein Highlight beim Crossover 570. Was kommt denn jetzt? Ich komm hier. Eine Klorollenhalterung, eine richtige. Weißt du noch? Oh, herrlich. Licht, ach gut, jetzt haben wir keinen Strom, alles Ja, gut. der kann ich dir anmachen, Nora. Nein, lass mal jetzt. Das machen wir später. Okay. Wir müssen uns ja noch was aufheben für euch. Ich weiß gar nicht, hat der jetzt mein beliebtes Thema? Hat der eine Steckdose im Schrank? Wir haben noch nie eine Rumtour Ja, gemacht. da oben. Das ist, Das wär das doch- ist genau wie beim 580er. Hauptschalter für die Pumpe und Steckdose. Und weißt du, was auch ganz klassisch ist? Dies hier, ne? Du musst immer nacharbeiten. Die Dinger wackeln und sind lose. Alles ne? klar. Ja, das ist Hümer halt, ne? Kriegen wir hin. Hm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. So. Das stört aber die Fans des MLT nicht, ne? Die echten. Ja gut, ich denke mir, die uns folgen und wissen, was wir gefahren sind. Wir haben aber auch, ich meine, es gibt ja auch das Gute an der Geschichte, dass das nicht gleich mit dem Crossover geklappt hat. Wir haben 2 Jahre ausgetobt. Wir haben ein Hymer MLT 580 RSX Ja. Komplettfolierung gefahren. Konnten uns das also mal richtig mit XXL-Bett. Und dann hatten wir ein Bimobil. Jetzt haben wir einen kleinen Kastenwagen. Ich bin so froh, dass wir diesen kleinen Kastenwagen, ich bin ja ein bisschen traurig, aber naja gut. Weil jetzt wirklich kann ich das richtig genießen. Also, und wir haben so viel gelernt aus den Fahrzeugen. Das ist schon echt der Knaller, wenn du das hier mal Ja, aus ja. der Nähe anguckst, ne? Ja. Da sind keine Gebrauchsspuren. Guck dir das Überhaupt mal an nicht. hier. Und das, Guck dir das an. ja. Also das ist schon. Ich Sieht freue fast- mich. Ja. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich. Ja. Und es riecht nicht. Es Nee. riecht nach nichts in dem Fahrzeug. Vorteile nochmal vom Crossover oder allgemein auch immer hinterlüftete Möbel. Das Heizungssystem, was uns sehr gut gefällt. Du hast am Bett, kommt gleich rechts und links vorm Fenster die warme Luft im Winter hoch. Dann hast du hier in den Stühlen nach vorne sind Heizungsausströmer. Ja, du hast die Kanäle, ne? Ja, die, hier. Die laufen hier hinterm Sitz lang Hier und und gehen nach vorne. warme Luft. Du darfst auch selbst entscheiden, ob du mit Allrad oder ohne Allrad fährst und ob du Untersetzungsgetriebe anmachst. Genau. Das ist noch so ein bisschen was Händisches, ne? Mhm. Wobei ja der 4Motion sehr gute Kritiken bekommen Ja, hat. Ne? genau. Der Vierzylinder. Aber der hat nun mal Vierzylinder. Ach, schön. Ja, guck mal, auch die da oben, das sieht doch alles wunderbar aus, Nora. Ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl jetzt, wir gehen ja nachher, wir verabschieden uns ja dann, wenn wir zu Rudi gehen von euch im Fahrzeug. Das ist also diese Größe, ich komme mir vor, als ob das 10 Meter lang ist, das Fahrzeug. Naja, wenn du vom 6 Meter Kasten kommst, Nora, ist das ja auch nicht weiter schwer. Und die Breite darfst du auch nicht. Die Breite bringt unheimlich Ja. viel. Unheimlich viel. 2,22 Meter haben wir, glaube ich, hier. Ja, da ist aber 10 Zentimeter musst du abziehen. Die Kabine ist 2,10 Meter und dann kommen noch Radkästen und so ein Krams. Und dann hat er eine Gesamtbreite Ja. von 2,20. Ja. 2,22 glaube ich Ja, sogar genau. Mhm. Ja. Hast du denn jetzt deine Folie-ähnlichen Teller Ja, auflagen? ja, Guck mal drunter.
Wir hatten noch beim RSX hatten wir Mesh. Ah ja, guck hier. Ja. Ja. Du, pass auf, ich habe da die Bretter drunter Ach gelegt. so. Oh, Mhm. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hinterlüftete Möbel. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Macht nicht. Ja, da hinten kann man sehen, wo es dunkel Ja. wird. Mhm. Das ist. Und hier kommt die warme Luft hoch. Also es sind schon viele, viele Vorteile. Machst du gerade einen Werbefilm für Hümer? Ja. Mach ich. Macht nichts. Wir machen ja nun für alle Fahrzeuge gerne mal einen Werbefilm. Aber es ist so. Ja, wenn uns was gefällt, Aber es ist doch, dann Berthe, wir haben Tage, Wochenlang, Monatelang, als wir noch das Haus hatten, geplant, gemacht, welches Fahrzeug, die Optik, die Längsbetten, die Dusche muss und all, das ist so. Konkurrenz. So, macht mal hier alle. Weiß ich nicht. Knaus, alle, Phoenix, war kurze, teilintegrierte, mit alles drin, alles dran. Und Allrad. Und Allrad. Du wolltest die Garage, da wolltest du noch was ausmessen. Das machen wir noch. Ja. Weil da wollen wir noch was bauen. Aber kein riesiges Trägersystem. Nein. Der Sprinter, der mag nicht so viel Gewicht auf der Hinterachse. Ja, das haben wir auch gelernt. Mhm. Wir haben viel gelernt über Viel gelernt. Sprinter und über Hümer MLT. Ja. Und das war natürlich eine Aktion, ne? Einen finden. Ja. Der durfte nicht abgerockt sein, der sollte noch nicht bis Marrakesch und zurückgelaufen sein. Das war ja nicht einfach. Zu der Garage gibt es eine Geschichte. Ne? Gut, die Garage ist natürlich hier beim Crossover, er ist ja auch etwas kürzer, etwas kleiner. Wir werden Erzähl ruhig, ich spiele ein bisschen. Wir hier werden noch. kein Regalsystem einbauen wie bei Ella. Das hat doch sehr viel Platz weggenommen, fand ich. Wir werden auch kein Veloslide Veloslide einbauen. Der hat von der Höhe okay. viel Platz weggenommen. Da gibt es nämlich eine Geschichte. Nachdem es dann klar war, dass wir den Hümer MLT 580 bekommen von Palmowski, hat Berthe schon, bevor wir ihn hatten, 2 Fahrräder gekauft. So, dann hat er den Veloslide eingebaut, das Regalsystem. Und dann haben wir mal versucht, diese Fahrräder hineinzubekommen. Passten nicht von der Höhe. Ja, die waren zu hoch. Ja. So, und jetzt stehen sie und stehen sie und stehen sie schon seit geraumer Zeit, 1,5 Jahren. Und Ich lade immer schön die Akkus und entlade die, damit die schön heile bleiben. Sind ja E-Bikes, ne? ja, Mhm. na gut. Ja, und die dürfen jetzt, oder die sollen jetzt mitfahren. Hoffen. Hoffen wir. Okay. Wechselrichter hat er drin. Naja gut, ist halt ein Crossover, ne? Höhenset für die Dieselheizung. Ist ja leider noch die alte Dieselheizung, das muss ich ja sagen. Die neue hätte Ja, ich gut. Die neue hätte ich ja gerne Aber gehabt. Ne? wir können damit umgehen. Also wenn man sie richtig... Ja, wir kennen die Schwächen. Ja, Ja. immer schön mal zwischendurch hochheizen und durchpusten. Ja, und weißt du was? Ich habe ja damals mir noch ein bisschen Ersatzteile besorgt. Ne? Stimmt. Die haben wir auch noch liegen. Stimmt. Haben wir ja nicht gebraucht. Ja. Also da sind wir bestens ausgestattet. Die Schublade. Egal. Kennen wir. Man kann sie ja einstellen. Jetzt stehen wir hier in der Reihe ganz alleine. Ja, da steht noch ein Wohnwagen, steht da noch da hinten eingespannt. 2. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. nichts. 2. Oh, Ach, guck mal, Nora, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp. Wir haben immer so kleine Brettchen dabei, ne? ja. Und wenn wir jetzt mal so stehen wie hier auf so einem Platz, der seitlich schräg ist, ne? Du willst ja eh nur eine Nacht schlafen, dann legen wir uns die Brettchen drunter. Weil wenn mal irgendwas ist, So kleine. ja, weil wenn mal irgendwas ist, wir möchten immer gern schnell wegfahren können, ne? Man Eben. weiß ja nie. Und bei dem Brettchen, da verlierst du nichts an Wert und brauchst die Keile nicht, machst 2 Brettchen drunter. Und dann haben wir noch eine Erfahrung mit den Keilen. Das machen wir auch gerne. Wenn wir auf Wiesen stehen, die so ein bisschen weicher sind, weil es geregnet hat, ne, legen wir so ein Brettchen und dann Keil. Brettchen, Keil und dann sackt das nicht ab Ja. vom Fahrzeuggewicht. Genau. Ne? Das sind so die Kleinigkeiten. Ja, ihr Lieben, das Oh. war's für heute. Oh, Genau. ich bin noch am
zittern hier, du. Oh, ich auch. Und ich bin hundemüde. Hundemüde. Ah, macht super. Ah. Und wir freuen uns. Wir sind gespannt. Ja. Ne? Und ich habe wieder was zu Oh, basteln. mit das Schiff. Ja, klar, so ein bisschen werden wir schon basteln. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss, tschüss. Nora, ich brauche einen Kaffee. Ich auch. brauche einen Kaffee. Ich auch. Nee, Nee, ist noch nicht auf. Ich habe auch. warte. Ich habe auch. Handy. Nicht, dass ich jetzt den falschen Schlüssel mit habe. Hast Meiner du. ist der richtige. Wäre auch nicht schlimm, ne? Ich wollte vorhin den Crossover aufmachen Ja. und denke und nehme den Schlüssel hier von unserem Rudi und denke, oh, warum geht der Crossover nicht auf? Aber das ist schon hier eine super Kiste, der kleine Rudi. Aber der Unterschied zum Innenraum ist schon gewaltig. Das ist schon gewaltig, ne? Wenn du Ist jetzt hier schon so gewaltig, reinguckst. ne? Jetzt hier. Stimmt gut, ich kann bis hinten ins Bad gehen, ne? Aber das ist schon, aber es ist ein wunderschönes Auto. Der Rudi. Ein wunderschönes Ja. Auto. Ich würde ihn ja am liebsten wegstellen. Ne? Und dann? Nee, ein Wohnmobil reicht. Eins reicht. So, Aus die Maus. Kaffee und Hunger.